Und auf einmal ging es dann doch ein bisschen schneller als gedacht. Dieses Video wird ein bisschen kompakter, weil wirklich viel passiert ist in kurzer Zeit. Also erst ging es nach München, das Visum beantragen. Dafür brauchte ich allerhand an Papiere, die ich von der Schule bekommen habe und teilweise auch von Gogo Nihon, teilweise selber beantragen musste. Passt aber alles nicht in dieses Video, deshalb also unglaublich viel Vorarbeit, bevor es dann endlich nach München ging. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, Anfang März 2022 hatte Japan jetzt für diese Langzeitvisa, Studenten, Arbeiter die Grenze wieder geöffnet. Und das bedeutete, dass halt unglaublich viele Leute jetzt auch das Visum beantragen wollten. Unglaublich viele Leute all diese Formulare brauchten von den Schulen, von den verschiedenen Behörden etc. Und ein unglaublicher Andrang war. Und deshalb auch in München es schwer war, die Termine zu kriegen. Man musste wirklich hinfahren, um die ganzen Papiere abzugeben persönlich. Man musste auch den Reisepass abgeben. Und man musste genauso gut dann auch wieder ein paar Tage später, mit Glück nur ein paar Tage später, hinfahren, um das Ganze wieder abzuholen. Und das Krasse war jetzt, dass das alles bei mir so knapp war, dieses ERSF-Zertifikat zu bekommen von der Schule, dass ich einen Tag vor meinem Abflug aus Frankfurt nach München musste das Visum abholen. Und ich ja gar nicht wirklich sicher war, kriege ich es oder kriege ich es nicht, weil die sagen einem das irgendwie nicht. Und natürlich, ich hatte alles an Papiere zusammen, alles, was benötigt wurde. Und ich hatte ja auch quasi, die Schule hat mich angenommen, die Schule hat mich gesponsert. Also eigentlich sollte alles gut gehen. Trotzdem, ich war so mega aufgeregt, so mega nervös, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das war letztendlich auch genau der Grund, warum ich so wenig Leuten überhaupt davon erzählt habe. Weil ich dachte, wenn jetzt noch Leute mich fragen, läuft's, ist die Grenze offen, hast du es bekommen? Natürlich verständlich. Und genau das habe ich mich ja auch immer gefragt. So, funktioniert das jetzt? Kriege ich das nicht? Aber es hat mich einfach noch so viel nervöser gemacht, wenn mich noch mehr Leute gefragt hätten. Und wie gesagt, ich bin ja nur einen Tag vorher dann zum Generalkonsulat in München, um dann mein Visum abzuholen, endlich. Und am nächsten Tag ging es dann halt auch direkt los mit dem Zug dann nach Frankfurt. Also aufgepackten Koffern, morgens die Wohnungsabnahme gemacht mit meinem Supervermieter. Nochmal Daumen hoch, Stefan, danke für alles. Es war einfach eine super heftige Zeit. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich würde es, glaube ich, nicht nochmal machen. Und alle, die mich kennen, wissen ja, ich bin ein Overthinker, also ein Zerdenker von allem. Und ich habe dann noch überlegt, was packe ich ein, was kann ich mitnehmen, was kann ich nicht mitnehmen. Ich habe extra noch das Yunyu Kakoninsho, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, beantragt. Das muss man in Japan beantragen, tatsächlich beim Zoll, dass man Medikamente mitnehmen möchte. Ja, also ich war auch wegen allem anderen drumherum mega nervös. Das war, wie gesagt, im März 2022. Je nachdem, wann ihr dieses Video jetzt schaut. Und da hatte Japan eben gerade erst wieder die Grenzen geöffnet für die Langzeitvisa. Entsprechend gab es wenig Flüge. Entsprechend änderten sich aber auch diese ganzen Prozedere wöchentlich quasi. Und zu dem Zeitpunkt durfte man keine öffentlichen Verkehrsmittel nach Einreise benutzen. Was bedeutete, wenn man von Deutschland nach Fukuoka fliegen möchte und man fliegt über Haneda oder Narita, muss man diese ganzen Einreisesachen in Tokio machen. Das heißt dann auch alles an Papiere, alles an Zoll, PCR-Test etc. Und es war gar nicht absehbar, wie lange das dauert, weil ja natürlich auch gerade Tokio einer der größten Flughäfen ist. Aber natürlich auch derjenige, über den die meisten Flüge dann auch gehen, wo man halt einen Flug bekommen kann. Und das war dann meine Motivation zu sagen, ich versuche jetzt wirklich auf Biegen und Brechen über Fukuoka einzureisen. Und da wurde mir dann bewusst, jetzt geht's los und ja, ich verlasse Deutschland. Heftig.
Und in diesem Moment hieß es dann wirklich Goodbye Deutschland. Tatsächlich war es gar nicht so viel teurer, Business Class zu fliegen. Da ich ja aus meiner eigenen Wohnung ausgezogen bin und ich einfach unglaublich viel Zeug hatte, das ich loswerden musste, verkaufen musste, verschenkt habe. Shoutout an Mutti, die ihren Keller jetzt voll hat. Business Class kann man 2 große Koffer mitnehmen mit bis zu 32 Kilogramm, 2-mal Handgepäck bis zu 10 Kilo. Und ich habe es mir einfach durchgerechnet mit 2 Koffer mit Übergepäck, 1 extra Koffer, vielleicht noch ein Handgepäck mehr. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt buchen kann. Ich fliege halt nicht so oft. Das war mir alles zu ungewiss und ich dachte mir so, okay, zahle ich halt jetzt 300 € mehr und fliege dafür Business Class. Hab dadurch dann auch noch Zugriff oder Zutritt zur Lounge und kann auch duschen. Also ich habe es mir natürlich schön geredet und habe versucht, es mir halt auch irgendwie selber zu verkaufen, dass das doch eine gute Idee wäre. Und es hat sich aber voll gelohnt. Also es war einfach super gut und hat mir auch so viele Nerven erspart, ganz ehrlich. Von daher, ja, Daumen hoch für die Business Class. Es war auch wenig los, wie ihr seht. Und die Crew, die wären auch in der Economy genauso freundlich und super gewesen. Das ganze Essen, was es da jetzt gab, ich habe das gar nicht alles bestellt. Es gab irgendwie einen Appetizer, dann gab es irgendwie noch eine Vorspeise, dann gab es das Hauptgericht, dann gab es irgendwie noch danach irgendwie was und dann noch ein Dessert. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber könnt ihr beim Fliegen oder auf dem Flug essen? Also ich meine, so richtig so eine volle Mahlzeit und alles. Also ich war auch viel zu nervös, um ehrlich zu sein, und dachte so, vielleicht esse ich mal nicht so viel, wer weiß. Und habe mich dann halt auf den Hauptgang im Grunde beschränkt und habe gesagt, bitte nur das und dann danke und ganz viel Tee getrunken. Und die haben halt zwischendurch auch mal was reingereicht. Also mega gute Erfahrung, super. Also Asiana kann ich, was das angeht, auf jeden Fall empfehlen. Hey, und das würde mich jetzt auch wirklich mal interessieren. Also schreibt mir bitte direkt mal unten rein. Also da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr mir von euren Erfahrungen erzählt und wie viel ihr so auf Flügen essen könnt und wie es euch so dabei ergeht. März, April 2022 war natürlich jetzt keine günstige Zeit zu fliegen. Und ich habe mir da natürlich genauso Sorgen gemacht, wie meine Familie sich Sorgen gemacht hat, meine Freunde sich Sorgen gemacht haben. Und glücklicherweise war der Flug aber von der Route her so gelegt worden, dass es halt, sagen wir mal, unten rum ging. Also nicht direkt drüber, sondern halt entsprechend die Flugroute angepasst wurde, was dann natürlich auch beruhigend war. Als ich 2019 zuletzt nach Japan geflogen bin, ganz normal Economy, 500 € Hin- und Rückflug, ich konnte auch super schlafen, hatte da kein Problem mit. Aber hier natürlich, das ist eine ganz andere Nummer. Man kann das Ding zu einem Bett machen.
Ja, und dann hieß es, willkommen in Seoul. Und mein 20-Stunden-Aufenthalt in einer recht unangenehmen Nacht im Terminal. Spoiler Alert. Ich bin dann also in Seoul gelandet um ca. 14:30 Uhr und der Flug nach Fukuoka ging am nächsten Morgen um irgendwas mit 8 Uhr und dachte so, ja, auch Business Class, ich kann dann auf jeden Fall schön in der Lounge chillen, kann auch duschen, da gibt es ja auch immer irgendwie was zu essen, so Kleinigkeiten. Ja, die Zeit kannst du dir schon noch gut vertreiben, ein bisschen shoppen vielleicht, mal gucken. Kleinigkeit, die mir nicht bewusst war, dass die Lounge nur für den Tag gilt, an dem man abfliegt. Das heißt, ich konnte erst am nächsten Morgen in die Lounge und es war erst 14 Uhr. Und ich hatte gerade einen, keine Ahnung, 12-Stunden-Flug hinter mir. Keine guten Voraussetzungen. Da schreibt mir doch mal bitte gerne einen Kommentar unten rein, ob ihr schon mal in einem Terminal wirklich übernachten musstet oder mehrere Stunden überbrücken musstet und da irgendwie geschlafen habt und wie das bei euch so war. Das war also, da würde mich mal echt interessieren, ob ich da jetzt die Einzige war, die so gelitten hat oder ja, schreibt es mir bitte mal unten rein, würde mich echt interessieren. Und dann war ich in Fukuoka angekommen. Woo! Jemand von der Schule hatte mich abgeholt und dann ins Dorm gebracht und danach bin ich erstmal direkt wieder raus. Vorteil war nämlich, ich hatte noch quasi 4 Tage, bis die Schule anfängt. Das heißt, ich konnte mich erstmal in Ruhe umschauen, spazieren gehen, mir die Gegend angucken, die Läden, was es zu essen gibt, gucken, wie gut Google Translate funktioniert bei Labels und ja, erstmal runterkommen von allem, ankommen und es waren einfach unglaublich mega viele Eindrücke und ich habe echt nicht viel gemacht in diesen paar Tagen, als wirklich nur mich ausruhen, mir die Gegend angucken und erstmal wirklich klarkommen, dass ich jetzt tatsächlich in Japan bin. Lasst mir als Feedback gerne einen Daumen hoch da und einen Kommentar zu euren Erfahrungen. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert. Würde mich echt freuen, euch wiederzusehen. Liebe Grüße aus Fukuoka. Mata ne! いただきます。